Und in meiner Bachelorarbeit habe ich auch einige Experimente gemacht, wo allerdings tatsächlich der Ausgang noch offen war, also wo es mehr auf die Interpretation ankam, als quasi richtige Ergebnisse zu bekommen. Das ist ja quasi auch was man oft macht als Werkstoffwissenschaftler, wenn man Grundlagenforschung betreibt, dass man Experimente macht und schaut, wie das Material reagiert. Wie sehr viele bin ich, glaube ich, mehr durch Zufall an diesen Studiengang geraten. Ich meine, in der Schule hat man damit ja kaum was zu tun. Die Werkstoffwissenschaften werden da nicht gelehrt. Ich habe mit 2 Studierenden aus Freiburg geredet und die waren wirklich sehr begeistert von ihrem Fach und das hat mich angesteckt. Also schon seit dem Abi interessiere ich mich tatsächlich für die Naturwissenschaften. Und bei den Werkstoffwissenschaften hat mich dann halt überzeugt, dass man sowohl praktisch als auch theoretisch lernen und arbeiten kann. Es geht vor allen Dingen darum, die Eigenschaften von Werkstoffen zu kennen und verändern zu können. Also im Studium hat man natürlich zuerst die Grundlagen, chemisch, mathematisch, physikalisch. Und dann kommen dazu so Fächer, die sind eher ingenieurswissenschaftlich und auch praktisch. Zum Beispiel sowas wie Werkstoffprüfung und auch Werkstoffherstellung. Und genau, das Ziel ist dann eben, seine Werkstoffe zu kennen und auch gezielt herstellen zu können. Genau, also ich würde sagen, das Studium ist auf jeden Fall beides. Und tatsächlich auch während des Semesters hat man oft irgendwie ein paar Vorlesungen in der Woche am Tag. Und nachmittags oder tagesweise hatte ich dann oft Praktika direkt zu den Vorlesungen, um quasi den Vorlesungsstoff einfach zu vertiefen und besser zu verstehen. Ich in meinem Studium hatte jetzt keine größeren Praktika, die über mehrere Wochen gingen, aber quasi in jedem Semester irgendwie kleinere Praktika, wo man halt einige Tage beschäftigt war. Das fand ich auch sehr gut, dass man dann quasi wirklich direkt den Stoff aus den Vorlesungen mal anwenden und sehen konnte. Und da gibt es natürlich auch gerade in Jena sehr viele Wahlfächer, wo man sich dann auch entscheiden kann, ob man eher ein bisschen in die praktische Richtung gehen möchte, mehr Praktika haben möchte oder ob man lieber sein Grundlagenwissen vertiefen möchte. Also es gibt Wahlpflichtfächer zum Beispiel zu Fertigungsverfahren, also wie man jetzt Kunststoffe fertigt. Dann gibt es sowas wie Oberflächentechnik, da geht es auch viel um Messverfahren. In Jena wird zum Beispiel Archäometallurgie angeboten, auch ein sehr spannendes Wahlpflichtfach, wo es quasi um die Geschichte der Materialwissenschaft geht. Also ich habe so 2 Sachen, die mich sehr interessieren, auch für später mal. Das ist zum einen die Forschung. Also an der Uni wird das einem ja auch viel beigebracht, wie die aktuelle Forschung gerade ist und so. Aber genauso habe ich auch schon meine Bachelorarbeit teilweise an einem Fraunhofer geschrieben. Da gibt es ja auch viele halbstaatliche Institute, die die Forschung anbieten. Und es gibt ja auch einige Wirtschaftsunternehmen mit Forschungslaboren. Zum Beispiel in der Automobilindustrie gibt es da einige. Und ein anderes Feld, was mich sehr interessiert, ist die Schadensanalyse. Das ist zum Beispiel, das kennt man vielleicht so von TÜV oder DEKRA, aber es gibt auch eine Bundesanstalt für Materialprüfung. Also Jena ist eine sehr grüne Stadt und das merkt man auch. Also man kommt von jedem Punkt aus sehr schnell in die Natur, kann auch Wanderungen unternehmen. Entlang der Saale gibt es das Paradies, was sehr schön ist. Und in Jena ist man überall schnell da. Also sowohl mit der Bahn, die ja für Studenten kostenlos ist, als auch mit dem Fahrrad ist man einfach schnell in der Stadt und bei seinen Hörsälen und auch bei zum Beispiel Sportkursen dann, die oft im Paradies stattfinden. Und das ist ein großer Vorteil. Besonders gut in Jena gefällt mir, dass es so viele Wahlmöglichkeiten gibt. Also man kann an der Uni sehr viele Wahlfächer wählen und da es ein Verbundstudiengang mit der TU Ilmenau ist, kann man auch die Wahlfächer dort belegen. Also hat man quasi wirklich einen sehr großen Pool und man kann halt entweder seine Grundlagenkenntnisse vertiefen oder man macht anwendungsbezogene Wahlfächer und das ist was mich absolut überzeugt hat, dass man so viele Wahlmöglichkeiten hat. Schön ist tatsächlich auch, dass der Studiengang nicht allzu groß ist. Also es sind eher so 30 bis 60 Studierende und dadurch kennt man sich untereinander und man kennt seine Profs und das ist sehr hilfreich, wenn man Fragen hat oder Hilfe braucht. Also wichtig, um das studieren zu können, ist vor allen Dingen, dass man gern Fragen stellt und gern Sachen verstehen möchte. Dann kann man sich auf jeden Fall auch in die Grundlagen hineinarbeiten, wenn er das interessiert.
Es ist bestimmt hilfreich, schon ein bisschen physikalische und chemische Grundlagenkenntnisse zu haben. Aber wenn man sich für das Thema begeistert, dann kann man sich da auch hineinarbeiten.